Willkommen zu diesem Update-Spezial. Heute leider alleine, weil der Nitram krankheitsbedingt leider verhindert ist. Aber wir gucken uns trotzdem gemeinsam die Ubisoft Forward an. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr auch mit dabei seid im Chat. Oder natürlich, ja, anders geht's nicht, wenn es live ist. Also, naja, es geht los hier bei diesem Update-Spezial. Und damit nochmal willkommen zurück. Ja, ausnahmsweise, wie gesagt, ein bisschen früher als sonst, aber leider, sagen wir mal, nicht so geplant, wie es oder so ursprünglich geplant, wie es eigentlich war. Denn eigentlich wollte ich ja schon um 18:45 Uhr live sein, aber Update zieht sich ja immer so öfters. Also muss man mal ein bisschen immer wieder aufpassen, aber was soll's. Naja, ich begrüße euch trotzdem ganz herzlich zu dieser heutigen Ausgabe vom Update Spezial. Heute die Ubisoft Forward, das heißt in gut 6 Minuten ungefähr wird nämlich dann Ubisoft ein paar neue Spiele präsentieren. Wie lange das ungefähr gehen wird, keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen, aber es gibt schon eine Pre-Show nämlich, die ihr euch angucken könnt. Hier ist sie nämlich schon zu sehen. Und in dieser Pre-Show werden unter anderem ja auch schon so ein bisschen was gezeigt, was nämlich dann wohl wir also was uns dann natürlich noch erwarten wird. Es wird natürlich auch entsprechend Belohnungen geben, aber es ist ja eher so in den letzten Jahren ja eher ruhig gewesen um Ubisoft. Das muss man auch noch mal sagen. Und das Unternehmen plant ja in diesem Jahr jetzt nun, zumindest in diesem Jahr, eine große Show mit Updates zu Assassin's Creed Mirage unter anderem, Avatar, Frontiers of Pandora, Prince of Persia, The Lost Crown und auch The Crew Motorfest. Und es wird auch etwas zu Star Wars Outlaws geben, was wir ja gestern bei der beim Xbox Games Showcase gesehen haben unter anderem. Der Open-World-Titel ist ja, wie gesagt, gestern enthüllt worden. Erwartet werden ja auch neue Trailer, ein Veröffentlichungsdatum, Gameplay oder auch andere Neuankündigungen oder sogar auch eine Überraschung. Aber das ist, wie gesagt, ja auch nicht das Einzige, was bei diesem Summer Game Fest ja stattfinden wird. Es gibt ja heute Nacht noch, das werde ich aber hier nicht mehr mitverfolgen. Ich habe es erst noch überlegt, ob ich das machen werde, aber das ist wie gesagt auch ziemlich spontan, aber ich glaube nicht, dass ich das heute noch machen werde oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich überlege es mir vielleicht, je nachdem, weil hiernach habe ich ja sogar ein kleines bisschen vorher noch ein bisschen Pokémon zu zocken. Also wer da natürlich, also Pokémon Karmesin, also wer da natürlich noch Bock hat, kann gerne noch mit dabei sein. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Capcom hat heute Nacht nämlich noch eine Präsentation, was sie auch noch präsentieren werden. Da wird es unter anderem um Resident Evil wohl gehen und voraussichtlich auch das Kutsunigami, das Path of Godness, wird wahrscheinlich, was auch schon die Tage angekündigt wurde, ebenfalls auch nochmal entsprechend mit dabei sein. Aber wer natürlich dann, wie gesagt, nicht warten kann und sich sagt, geil, das alles kann ich bald von Ubisoft zocken, der soll sich hoffentlich mal für Ende August mal ein bisschen Platz machen, denn Ubisoft ist ja auf der Gamescom ja vertreten dieses Jahr. Sie haben ja als einer der wenigen Publisher ja jetzt sich ja schon angekündigt und das wird ja auch sehr, sehr interessant sein, wie sich das dann natürlich auch noch, wie sich jetzt gleich die Ubisoft Forward hier entwickeln wird. Und wie gesagt, ich werde ja hier ein bisschen wenig dazu was sagen. Ich werde es mir einfach halt mal genießen, werde ein bisschen was dazu sagen, ob ich das dann natürlich, sagen wir mal, auch spielen würde oder nicht. Ist ja so, ich bin ja eher ein Nintendo-Kind, aber natürlich begleite ich das gerne hier mit euch live im Stream und natürlich auch mit anderen Leuten auch noch. Wie gesagt, der Nitram wäre heute eigentlich auch noch hier gewesen, aber krankheitsbedingt kann er leider nicht. Deswegen nochmal liebe Grüße zum lieben Nitram und gute Besserung an ihm. Kann ich verstehen, wenn es einem gesundheitlich so, gerade auch bei dem Wetter draußen, ich hatte letzte Woche auch noch so ein paar Kopfschmerzen, die es auch noch so geben wird. Ich bin sehr gespannt auf die Ubisoft Forward, selbstverständlich. Es läuft jetzt, wie gesagt, gerade, da können wir gerne noch mal reingucken, eine Pre-Show, wo ein bisschen was gezeigt wird. Natürlich, klar, Ubisoft-Spiele selbstverständlich. Und das läuft natürlich nicht nur, weil hier habe ich ja jetzt, das kann ich ja mal ganz kurz mal machen, indem ich das mal ein bisschen das jetzt geöffnet. Nee, so wollte ich das eigentlich nicht, aber danke. Ähm,
Ich teile mal zumindest den YouTube-Link. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den auf dem offiziellen Ubisoft-Kanal natürlich zu gucken und auf Twitch natürlich. Und wenn ihr da dann gerade guckt, dann habt ihr auch die Möglichkeit auf Belohnungen. Einige Drops könnt ihr natürlich dann auch noch bekommen, wenn nämlich dann die Ubisoft Forward auf dem offiziellen Kanal von Ubisoft selbstverständlich oder auch einer der Co-Partner, Co-Streaming-Partner natürlich läuft. Vergeben werden zum Beispiel für die Spiele Avatar, Frontiers of Pandora Waffenzubehör oder von Riders Republic zum Beispiel Zubehör für das Basecamp und für Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel den Rahmen-Skin und für das neue Assassin's Creed Mirage unter anderem eine bestimmte Färbung. Also das gibt es unter anderem bei den Twitch-Drops, die ihr euch holen könnt, bei Ubisoft offiziell oder bei den Co-Streaming-Partner. Da ist es entsprechend möglich. Und ja, holt sie euch, wenn ihr Bock darauf habt. Sonst einfach ganz gemütlich zurücklehnen und genießen. Ich wollte gerade sagen, zurückgenießen und lehnen, aber das ist auch komplett falsch. Was soll's? Ja, seit Donnerstag läuft ja alles ein bisschen im Rahmen des Summer Game Fest. Normal wäre jetzt ja diese Zeit die E3. Die E3 ist ja aber abgesagt worden, wieder einmal für dieses Jahr. Und da werden wir dann mal sehen, ob es überhaupt nächstes Jahr eine E3 wieder geben wird. Sind wir da mal gespannt. News kriegt ihr natürlich hier bei Derchotv. Und seit Donnerstag gibt es natürlich zahlreiche Präsentationen. Es gab ja das Summer Game Fest als Show an sich mit Geoffrey Keighley, den man natürlich kennt, der ja unter anderem ja auch die Game Awards moderiert und natürlich auch die Opening Night Live, was die Gamescom betrifft. Und gestern gab es ja Xbox mit seinem Showcase und natürlich dann auch noch eine Starfield Direct. Da gab es ja auch eine News dazu, auf der ich bei Update vorhin, falls ihr es gesehen habt. Und natürlich ist es so, dass vor allem die noch andere, also es gab ja auch die PC Gaming Show gestern noch, da wollte ich auch ein bisschen noch mit Nitram darüber reden. Ich bin ja ganz ehrlich, die PC Gaming Show hat mir gestern nämlich überhaupt nicht gefallen. Da bin ich nämlich sagen wir mal, mir hat so auch die Aufmachung halt nicht so entsprechend gefallen. Vor allem die Präsentation mal wieder so ein bisschen auf lustig zu machen und wie auch immer. Riva, guten Abend und viel Spaß im Lurk. Ich hoffe, wie gesagt, ihr könnt auch entsprechend nebenbei lurken und dann auch noch die Präsentation euch auch noch angucken. Da habe ich ja auch kein Problem mit. Wenn ihr da aber, wie gesagt, zum Spiel was sagen wollt, schreibt es euch gerne in den Chat. Da könnt ihr gerne mit mir dann darüber gerne reden. Habe ich auch kein Problem damit. Ne? Wenn es natürlich darum geht, dass ich dieses Spiel auch mag, aber was soll's. So, es sind noch 30 Sekunden, dann lasse ich euch jetzt mal entsprechend alleine mit der Ubisoft Forward und ihr hört noch nichts, ne? Aber jetzt werdet ihr wahrscheinlich was hören, ganz leicht und tun wir uns das jetzt mal an. Geht jetzt gleich los. Im Übrigen hört ihr auch, glaube ich, im Hintergrund auch Live-Publikum, aber werde ich gleich dazu was sagen. Also kann man jetzt schon direkt sehen, dass es live ist. Also nicht so eine, oder? Olympic Esport Series. Interessant. Natürlich jetzt wieder mal ganz viel ne? Copyright-Musik. Das heißt, wenn ich das jetzt auf YouTube hochlade, dann habe ich wieder das Vergnügen, entsprechend ja, Copyright-Claim zu kriegen. Natürlich den Hinweis darauf. Ne? Also der Kanal wird da nicht gesperrt oder sowas. Keine Sorge. Definitiv nicht. Nein, nein, nein. Ja. Ja, Just Dance, selbstverständlich, aber ihr seht es ja auch oben rechts eingeblendet, Olympic Esport Series. Ne? Auch sehr interessant.
Na, da sehen wir schon. Just Dance 2024. Natürlich klar, dass es ein neues Just Dance geben wird. Selbstverständlich. So. Jetzt geht's offiziell los mit der Ubisoft Forward. Everything from us. From me. I was trained in their ways, their technology, their weapons. Things that a Navi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. And there I remained for 15 years. Until one day. Und nein, kein neuer Avatar-Film, noch I nicht. awoke. And I was free. Free to explore my world. Free to decide who I was going to be. Free to discover what I was meant to do. Das war nicht geplant. Now you see what they kept you from. Your true home. Now Pandora is under attack again. Don't let the Navi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home. I was a child of two worlds. I am no longer. I am Navi. Sogar echt. Oh mein Gott, sogar echt mit Live-Publikum. So wie wir es früher von der. Oh. Von der E3 her kannten, ne? Guck mal, wirklich mit Live-Publikum, ne? Das ist echt cool. Das ist echt cool. Das bringt so wirklich das Gefühl von früher her. Oh, James Cameron spricht. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, new characters,
and an original story that coexists with the events of the Avatar films. Ich glaube, das war gerade Phil Spencer. Ich musste gerade auch noch. Also ich habe mir gerade den Satz erspart. Ist das Phil Spencer gewesen? Anscheinend war das Phil Spencer, ne? Xbox-Chef, weil es gibt ja heute ja auch noch entsprechende Spiele, die ja auch auf der Xbox nämlich kommen. Ja, das ist Phil Spencer. Das ist Phil Spencer. Das ist, ja, wir haben richtig gesehen, es ist Phil Spencer gewesen. Ja, aber wir hören mal weiter rein, was es zum Avatar-Spiel gibt. Oder generell zur Avatar. Set out on a journey of discovery to unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Na'vi, and explore new parts of Pandora on land or together with your trusted Banshee in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience will allow you to closely connect to a beautiful open world, touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. As the Na'vi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Until then, we're delighted to show you a glimpse of this adventure. So prepare to lose yourselves in the beauty and the danger of the Western frontier. Thank you. Jetzt sehen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was an. Oder? Ubisoft Snowdrop. Okay. Oh doch, wir sehen wahrscheinlich was vom Spiel. Tatsache. Oh, da steht's. Captured on PS5, ne? Also ist für die PS5. Ich muss mal ganz kurz mal gucken, was habe ich denn für eine. Ich mach mal hier auf 720p so mal. Damit ihr es richtig sehen könnt. Ich weiß ja gar nicht, wie es ja dann von meiner Abgreifen ist und so. Egal. Schauen wir mal rein. Hören wir mal rein. Game Director, and I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Na'vi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. When you awaken 15 years later, you are a stranger in your birthplace. Knowing the dangers posed by the RDA, you set out to take them down and look to secure the help of other Na'vi clans. Initially, you're perceived as an outsider, so you have to reconnect with your lost Na'vi heritage to gain their trust. On your adventure, you'll find your own path as you discover what it means to be Na'vi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. The Kinglaw Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. The Aranahe will show you the way to the rookery, where you can bond for life with your very own Ikram. The Ikram is a devoted companion that you can name, feed, and customize. Experiment with acrobatics and feel a rush of adrenaline as you dive from the sky and explore the open world of Pandora from the air. If you travel north, you'll get to the upper plains, an expansive grassland filled with contrasts and open views as far as the eye can see. The nomadic Seswa clan live here in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust, and they will teach you the art of riding dire horses. And further west, the mysterious clouded forest, where hidden in the mist, nothing is as it seems. Here lives the Kamatiri, a clan of healers with their own dark reasons to stay hidden. RDA operations are threatening the balance of Pandora. They build facilities of all sizes to exploit resources at any cost, spreading devastating pollution.
In the process, animals are hurt and poached. You'll need to stop the RDA from ravaging your home. And when you are ready, you will take the fight to them. As a child of two worlds, you can learn to master multiple combat styles. Your powerful instincts allow you to get an overview of the battlefield, mark your enemies, and identify weak points. Traditional Na'vi weapons are versatile and precise. You can use the longbow to hit long-range targets, or the staff sling to set up traps. For a more explosive approach, you can leverage your human training and go for the blast of an assault rifle, a shotgun, or go bigger with the occasional rocket launcher. On foot, you can also rely on your incredible strength to take down AMP units. Above the clouds, your Ikran will help you in aerial combat against the RDA. Destroying RDA facilities will have a tangible impact on your world. Oh. With the pollution removed, Pandora heals. You'll be able to harvest the best quality material again and craft better gear and weapons. You will also find ingredients to cook and make meals to get stronger. As you keep discovering what it truly means to Das become ist zu erwarten Na'vi, gewesen, you will ne? improve your skills by connecting to Awa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the handling of your weapons and mounts. Avatar: Frontiers of Pandora is a captivating action-adventure game designed to maximize the power of new-gen consoles and PC. You will be able to play the full story campaign in single-player, or with a friend online in two-player co-op. We invite you to explore this world of wonder. Become Na'vi, and take down the RDA to protect Pandora. Metroid Catcher, schönen Abend dir noch. Ne? Danke, dass du da warst. Du kannst direkt am ersten Tag mit Ubisoft Plus spielen. Let's go, chat. Let's fucking get it, baby. So. Have some fun with it. Another gun? Oh my. Another one. This feels great. I got two. Oh my. Oh! The kill streak! I'm going crazy! I'm going next game's mode! Do it. Wenn ich mal so gut wäre wie die bei den Shootern, ne? Aber ich habe so ein Bananen-Aim. Und ich habe ja jetzt ja auch überlegt, aber ihr könnt das ja hier gerne auch sehen. Ne, für 1,2 Millionen Kanalpunkte könnte ich auch irgendwann mal wieder Fortnite spielen. Ja, aber so wie die da spielen, Multikill. Okay. Das ist jetzt Pausenfüller oder warum sehen wir die da jetzt so? Er hat gesagt, jetzt in seinem Flow. Welches Spiel ist das nochmal? Ich kenne ja nicht alle Ubisoft-Spiele, aber über 1 Million Spieler. Gut, ich bin davon nicht dabei. Ah, die Closed Beta, die über 1 Million Menschen gespielt haben. Ach, X-Defined. Wollte ich vielleicht mal oben rechts gucken, ne? Ich glaube, so ist es besser, damit man es auch lesen kann, ne? Dann sieht man mich auch durchgehend eingeblendet. Hello. My name is Mark Rubin, executive producer on X-Defiant. What you just saw was a X-Defiant. collection of live clips and reactions from players streaming our game during our closed beta test in April. And we've been absolutely overwhelmed by the amazing response to our game from players all over the world. Now, for us, community has really been the core of this game's development. And we've had 28 public tests so far, with the recent closed beta being the largest, and of course, the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players.
So thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests. 1,5 Millionen. Waren doch, über 1 Million stand ja im Trailer. 1,5 Millionen waren es anscheinend insgesamt. Now we're ready to look towards the future. So. We are currently planning on launching later this summer. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback. Noch ein Test kurz bevor es rauskommt, nicht schlecht. This open session will be available to everyone. In 2 Wochen, in gut 2 Wochen. Xbox Series X and S from June 21st to June 23rd. Also, wer Bock drauf hat, die Open Session vom 21. bis zum 23. Juni für PC. Dafür braucht man Ubisoft Connect oder auf der PlayStation 5 oder mit der Xbox Series. Also, wer Bock hat, bis es dann rauskommt. Später im Sommer, Juli, August könnte man sagen, vielleicht sogar zur Gamescom, man weiß es nicht. Ne? Ubisoft, nochmal erwähnt, Ubisoft ist ja auf der Gamescom. We will start with a 6-week preseason that will have all of our launch content with 14 maps, 5 factions, 14 Maps, 24 5 Modes, 24 Waffen. Much more. We then move Schlecht. into our year 1 content schedule, which is packed with some really exciting content, with 4 brand new meta-changing factions, each with unique characters and skills, 12 new weapons, and 12 new maps. That's 1 new map every month, all inspired by Ubisoft's amazing worlds. And I think you may really be surprised at where we go. Year 1 is really going to have a lot of great gameplay content, all focused on creating a fun arcade FPS experience. And we are committed to staying true to our community and to strive to make XDefiant the best place to compete and have fun. Now, it's been quite the journey to get to this point. So thank you again to all of the players that supported XDefiant so far. And for everyone who hasn't yet had the chance, we hope to see you in game soon. Thank you. Da sehen wir es jetzt. Das nächste Spiel. Ah, tut weh, ne? Zack, weg. Oh. Das tut weh. Prince of Persia Lost Crown am 18. Januar. Hi everyone, it's so exciting to be with you today. About 30 years ago, in 1989, I discovered a great action-adventure game, both challenging my skills and respecting my cleverness. It was Prince of Persia. I am Juni, game director of Prince of Persia, The Lost Crown. Time has come to open a new chapter and to journey in legendary Persia, in an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy
the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. One night, Prince Hassan, sole heir to the throne, is abducted and taken to her hostile and cursed land, Mount Kaf. You and your brothers in arms are sent on a rescue mission to save Prince Hassan. However, this assignment will cast you straight into the lion's den. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom must prepare to face the greatest threat of your lives. This is your story. In Mount Kaf, your destiny awaits. When entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of hostile inhabitants. Now separated from your allies, you discover a grand citadel full of mysteries, where time flows differently. What is this sorcery? The past coexists with the future. In this cursed land, exploration is everything. This is semi-open world, that delivers Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es auch schön, die Begeisterung der Anwesenden dann jetzt auch wieder zu hören. Das habe ich halt auch so ein kleines bisschen vermisst, muss ich mal ehrlich sagen. Anstatt dass halt irgendwie in großen Studios da großartig alles gezeigt wird. Ne? During this epic journey, you won't be the only one trapped in Mount Kaf. Oh, das ist richtig cool. Vor allem mit dem Publikum. Some dwellers are willing to help you, while others are more reluctant. But Sargon is a swordsman like no other. He is a fierce warrior, known for being elusive, ruthless, and extremely skillful on the battlefield. Fueled by anger, he constantly puts his life on the line to perform devastating attacks. Time powers are back. But this time, What the hell was that? not only in your hands. To face such a challenge, master a new side of his time powers. Oh. And defy gravity. By combining all these skills together, you can express your creativity to solve Mount Kaf's mysteries and execute brutal combos in epic combats. And that's just a glimpse of what Prince of Persia: The Lost Crown is all about. I'd like to thank Matrix, who composed the in-game music you are just listening to. And of course, my fantastic team at Ubisoft Montpellier. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Thank you and enjoy the rest Also of the auch show. auf der Nintendo Switch. Nice. Ich würde es mir dann ohne Witz für die Nintendo Switch holen. Ich würde es mir für die Nintendo Switch holen. So. Oh, Blood Dragon Remix. Captain Laserhawk. Also ich habe ein bisschen Angst. What the hell? Die Brille. Die Brille. Die Brille. Hi, Hi. my name is Adi Shankar. I'm a TV and
movie producer. You may know me from the Castlevania animated series on Netflix. Oh. Or one of my fanfiction shorts on YouTube. Ja, diese Brille ist komisch. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their very, very, very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Yeah. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wer hätte es gedacht? Just kidding. They said yes. Natürlich sagten sie ja. That's why I'm up here. Come on. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, I can tell you it's the most philosophically conscious show you've watched in a long time. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. Ja, hört sich doch gut an. Also als Serie auf Netflix oder wie? Also ich habe kein Netflix, also kann ich es nicht gucken. And that's not all. Aber kriegen wir zumindest... I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne dazu mal was sehen. Aber mal gucken. Eine Serie. Don't change the channel. Join the revolution. LOL. Let's do this. Bei N. Wie Netflix. Ja. Oh, Tom Clancy's The Division. Ja. Ja gut, eine Serie, warum auch nicht, ne? Ist auch cool. Aber Netflix, wie gesagt, ich habe kein Netflix. Ja, also... Außerdem geht ja, kostet Account-Sharing ja ein bisschen mehr jetzt, ne? Das ist halt auch ein bisschen fies. Aber schauen wir mal weiter, was es sonst noch so gibt. Hier jetzt Tom Clancy's The Division.
Ach, auf dem Handy. Im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr. Im nächsten Herbst. Im nächsten Jahr. Wie bin ich denn drauf? Ich glaube, wenn ich das auf meinem Handy spielen würde, mein Handy würde platzen. Ja gut, er packt Pokémon, es packt Pokémon Go, also kann ich da beruhigt sein. Hey everyone. It's an honor for us to be here with you today. Ja, jetzt gibt's Musik, ne? Jetzt gibt's ein bisschen Musik, anscheinend. Da muss ich jetzt wieder mal ein bisschen aufpassen, weswegen ich es ein kleines bisschen leiser mache und auch darüber rede. Aber es geht um... Oh, es geht um Skull and Bones. Oh. Darauf warten ja auch schon einige. Alter. Alter. Oh. Also, The Division Resurrect kommt Outcast a kingpin was born upon the sea. There was meant to walk the land of pirates life for me. Ich glaube, bei einem funktioniert das. Ich glaube, bei einem funktioniert das Mikrofon nicht, weil wir da ihn nicht hören oder keine Ahnung. Es sah so danach aus. Es sieht so danach aus. Ne? Es sieht so nur danach aus. Also. Ja. Ja gut. Aber beeindruckende Bilder zum Spiel Skull and Bones. Gibt es da jetzt auch mal ein paar Infos dazu? Oder müssen wir wieder mal ein bisschen warten? Ich höre das wahrscheinlich irgendwie nicht mehr durch die Kopfhörer. Doch, ich höre es. Keine Sorge. Gibt doch Audio wieder ab. Ja. Klaus Beta vom 25. bis zum 28. August. Also während der Gamescom. Interessant. Und jetzt gibt's was zu Anno. Anniversary. 25 Jahre. For Honor. Am 15. Juni, das ist ja in 3 Tagen schon. Trackmania. Habe ich früher gerne mal gespielt. Aber habe ich jetzt sein gelassen. Oh, Mario & Rabbids. Kommt bald ein neues DLC. Auch nicht schlecht. Ist ja unter anderem, ist ja für die Nintendo Switch zum Beispiel. Oha. Roller Champions. Mit etwas Bestimmtes. Das ist ja quasi... Oh, Brawlhalla mit dem Master Chief. Ab dem 12. Juli. Combat Evolved Crossover. Alter. Unter anderem mit dem Master Chief. Rocksmith Plus. Ja, stimmt, wo man ja Musik lernt, ne? Try it free today on PC and mobile. Also, wer jetzt noch Musik lernen will, ne, kann sich ja jetzt schon herunterladen. The Crew 2. Die 8. Season, 2. Folge, also 2. Episode, jetzt schon verfügbar. Neues Skate-Add-on von Riders Republic am 26. September. Ich habe das Gefühl, das ist schon gleich durch, ne? Ja, das war's.
Da gab es jetzt irgendwie nicht so in dieser kurzen Zeit. Das sieht auf Sparks of Hope aus. Von... Moment. Finales DLC mit Rahmen. Oh mein Gott! Später in diesem Jahr. Nice! Mit Rahmen! Ja, cool! Ich muss mir Sparks of Hope eigentlich... Oh, ich muss mir Sparks of Hope eigentlich noch holen. So. Das sieht nach Rennspiel aus. Lambo. Das Auto gefällt mir schon besser. Das ist Porsche, ne? Ein Pontiac Trans Am. Warum nicht Kit? Ich habe die Frage Ubisoft, warum nicht Kit? Alter. Und da habe ich zumindest so ein kleines bisschen Knight Rider Vibes gekriegt. Aber ganz kleines bisschen. Also so ein ganz kleines bisschen Knight Rider Vibes gekriegt. Bei dem Pontiac. Oh, Lotus. Okay. Ja, das ist Trackmania. Ah, nee, dann ist es Trackmania, ne? Okay. Oder, ja, das ist Trackmania anscheinend, ne? Ja, Trackmania. Nee, Quatsch. The Crew Motorfest. Was lag ich da von Trackmania? Ich habe doch selbst keine Ahnung, ich voll der... Welcome to Hawaii? Was? Ja, weil das M da wegen Trackmania und dann habe ich das Trackmania-Logo gesehen, ne? Ach, ich glaube manchmal wirklich stumpf. Ich bin auch nicht so bei vielen Spielen informiert, ne? Also, naja. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying, playing, eager to see what's next. I am Stéphane Baudet, Creative Director of The Crew. Thanks. Hey. Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of The Crew, Motorfest, our own new take on the action-driving genre, a celebration for car lovers to share and experience car culture fantasy on the beautiful island of Oahu in Hawaii. No matter how you enjoy cars and driving, on your own or with your crew, Motorfest has something for everyone. Motorfest, your portal to a medley of high-octane experiences. You choose how you like to have fun with your cars. This is what Motorfest playlists are all about. Playlists are truly at the heart of Motorfest. Want to immerse yourself in the most exciting worlds of car culture? Yeah. Dive into the legacy of the world's most influential automakers. Light up the night street racing scene, Japanese style. Oh. Made in Japan. Electric Odyssey, okay. Unleash the cutting-edge power of electric supercars. And this is just a taste. For the first time ever, we leave the US mainland behind. Our festival has landed in one of the most breathtaking and vibrant places on Earth, Oahu.
Let's find out why Oahu Wow. is the perfect playground. Hawaii ist so schön. for Ja, driving. will ich auch mal gern mal hin. Hawaii ist ein schönes Race Gebiet. through the city street of Honolulu. Barred up. Black ash covered slopes. Oh, Adventure im Dschungel und deep alles. Kesho, into grüß dich, lush guten Abend. rainforest. Deine WhatsApp habe ich gerade gelesen, keine Sorge. Or cruise Schreibe ich dir gleich dazu. Erstmal hier with your und noch ein bisschen friends. genießen. Ja, das ist ja cool. Opportunities The Crew for fun and Motorfest, ja. challenges are endless. A unique playground like this goes for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever. From Oh, past, Okay. present, and future. Ah. Recognize Ah. the latest from Lamborghini? Ich mag den Lambo I think nicht. so, yeah. I Mag den know. Lambo nicht, You ganz are as einfach. thrilled as I am to Zeigt get beyond the wheel mir noch mal den of this Pontiac beauty. Trans Am, aber dann bitte im Knight Rider Style, ja? Hey, some of you have spent a lot of energy building the perfect vehicle collection Collection in the Crew Import. 2. In a few weeks, you will be able to import your vehicle collection into the Crew Motorfest for free. Oh. Thanks. So stay tuned for more news about the collection import and our complete festival program later this month during our summer showcase. Since the beginning of the Also year, wer dazu mehr wissen will zu The Crew Motorfest, der sollte entsprechend dann also ein bisschen später im Monat dann nochmal reinschauen, da gibt es mehr Infos. Klingt schon sehr interessant, aber ich glaube, da muss man dafür die Crew haben, ne? Oder ist das ein eigenständiges Spiel? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber würde mich halt mal interessieren. in July. Oh, da war gerade was eingeblendet, ne? From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo. Thank you. Ja, mahalo. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. Wahrscheinlich ein eigenständiges Spiel, ne? Warum diesen Lambo? Können wir nicht was anderes? Kein Lambo. Ich mag das Auto einfach nicht. Die Farbe sieht schön aus. Das Orange ist schön. Aber ich mag das Auto nicht. Weiß nicht. Das mag ich nicht. Das ist ein schönes Auto. Das ist auch ein schönes Auto. Ja gut, geht. In Engine 4K Footage. Okay. Oh, nice! Oh, sogar ganz alte Auto. Oh. Ah, mein Lieblingsauto. Oh, ja, ich schwärme so ein bisschen für den Trans Am, ne? Wegen Knight Rider. Ah, hier die E-Autos. Das ist auch nicht schlecht. Wirklich, von der Vergangenheit bis zur Zukunft. Alles mit dabei. Was ja auch gerade vorhin noch kurz gesagt wurde. The Crew Motorfest. Am 14. September erscheint es fast für alle Plattformen, also Xbox, PlayStation und für den PC. Ne? Interessant. So, das sieht nach Assassin's Creed aus, würde ich sagen. Oh ne. Ernsthaft? Anscheinend ein Assassin's Creed Spiel. Assassin's Creed Nexus VR. Für die Meta Quest, okay. Interessant. Ja. Auch geil, ey. Oh.
Halbes Wohnzimmer zerstört. Nein. Assassin's Creed Nexus VR. Interessant, da kriegen wir jetzt ein paar neue Infos, oder wie? Ja, zumindest kann man schon auf die Wishlist packen. Für die Meta-Quest. Ne? Ah, da gibt's jetzt Infos. Hi everyone. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR. Im Weihnachtsgeschäft kommt die MetaQuest, ja. You will feel what it means to parkour, fight, and be stealthy in new memories from 3 legendary assassins, Ezio, Cassandra, and Connor. I cannot wait to see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China. Codename Jade. Ooh. And conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Oh mein Gott. Legacy. It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes, to illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights, to step out of the shadows and into a vast world, to make your own legacy. Zumindest, okay. Play Store und App Store selbstverständlich, ne? Natürlich kommt jetzt selbstverständlich Mirage jetzt, ne? Also, ja, VR ist schon geil, aber das Problem für mich, ich habe VR noch nie ausprobiert. Also, ich weiß nicht, ob ich da so irgendwie entsprechende Motion Sickness haben werde oder sowas. Aber ich bin ganz ehrlich, ja. Man kann es halt immer wieder gern ausprobieren, ne? Our narrative director for the game will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. So, jetzt gibt es noch den Story Trailer von Assassin's Creed Mirage. What are you doing? Don't think. Time to put my medal on. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike?
Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice, and not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? Einmal gespielt macht auch Spaß, aber nicht so für Party oder so. Ja gut, VR so alleine, das wäre, glaube ich, irgendwie sowas anderes, ne? So Beat Saber soll ja unter anderem sehr, sehr gut sein, ne, was so VR angeht. Ey, echt wirklich lustig, dass man... Phil Spencer, ne? Chef von Xbox. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt laut zu leise ist, müsst ihr mir mal sagen. Ich bin ja hier immer wieder am Rumwuseln. Also ich entschuldige mich dafür, wenn es mal zu leise, mal zu laut sein sollte. What must be sacrificed in the quest for freedom and justice the hidden ones fiercely pursue? How can you find your path and fulfill your destiny when you don't know who you really are? Der Trailer sah echt cool aus. Es sah schon so ein bisschen aus, als wäre das so filmmäßig, ne? Aber da kommen ja die Spiele-Trailer ja schon so langsam hin, dass die halt so aussehen wie wirklich so Filmtrailer, ob das jetzt ein Film wäre oder so. Das finde ich halt so richtig spektakulär, wie sich das auch entwickelt hat. In Baghdad, seeking the truth comes with a price. The capital of the Abbasid Empire, one of the richest, most diverse and most advanced cities in the world, is at a turning point of its history. Unrest is growing, seeding a revolution against corruption and arbitrary justice, an uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. But his horrific visions are the face of a struggle that he can only handle alone. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique Back to the Roots experience is to show you the game. In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right after the assassination of his first main target, as he reports back to Roshan in Harbiya's Assassin Bureau. Enjoy. There you are. Don't let him escape! Time to vanish. Get back here, dog! You hear that, bloodbag? Stand and fight, you worm! You're dead! Getting away! Work in progress. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you are safe. Alhamdulillah. A first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming.
Ibid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to El Abyssiya and Karch. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karch, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Bassam. I may have something that is of interest to you. Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. So aus, als wäre das auf der Xbox. Würde man ja sonst nicht an den Knöpfen erkennen, ne? B und Y und so. This is the place. What do you see, Enkidu? Let us reconsider the approach. Act as usual. That guard who likes me said she and Ali's followers are trying to overthrow the prince. What madness! They will surely fail. Was auf der Switch? Nee. Das wird die Switch nicht packen. Never ever würde das auf die Switch kommen. Ich schätze mal nicht mal auf die neue Switch. Sollte sie mal je in diesem Jahr noch angekündigt werden. Nintendo ist das viel zu viel Blut. Die würde explodieren. Es würde eine entsprechende Version geben, die sieht dann halt nur so aus, wie Pokémon Karmesin und Purpur Bugs hat, ne? Ja. Hey! Die now! Das Spiel ist schon interessant. Hey! The sky is safe, my friend. Survey the area, Enkidu. Vogel. Ah, jetzt dafür der... There is my target. Hier mal kurz einen kleinen Überflug machen, um zu gucken, wo er hin muss. Schleichen, ey, das will ich nicht mal in Real können. Assassinate. Ah, da ist das Zielopfer. Also, was stärker markiert ist, genau. Oh. Tell me what I wish to know, and no more need die this day. Oh. Thank you so much. Come on. There he is! Stop him! No!
Alle wegschubsen. Assassin's Creed Mirage. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, Chef muss natürlich noch kommen. Ja, Chef muss natürlich kommen. Oder? Hello everyone. Ja. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. It's thanks to you. Also sind wir so langsam schon am Ende der heutigen You are at the heart of everything we do. And to all Ubisoft teams around the world as well, I would like to say a big thank you. Your talent and passion are at the foundation of this fantastic lineup. So I hope you are all excited to explore the amazing playground you have seen today. At Ubisoft, we are creators of worlds. We are also proud to partner with some of the biggest names in entertainment to create original stories in beloved universes. Now, I am very happy to welcome Julian from Ubisoft Massive to give you a first look at Star Wars Outlook. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch Star Wars vergessen. Entschuldigung. Star Wars Outlaw, ja, wurde ja gestern bei der, oi, das ist mir gerade ein bisschen zu laut. Gestern ja noch bei der Xbox PK vorgestellt. Jetzt sehen wir hier ein bisschen mehr zu Star Wars Outlaw. Bin mal gespannt. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Star Wars Outlaws takes place in a time of great civil unrest across the galaxy. For some, this is a time of turmoil. For outlaws, this is a time of opportunity. As a cunning thief, Kay Vess and her companion Nyx fight for survival every single day, relying on their skills and resourcefulness to get by. As they struggle to make ends meet, Kay and Nyx dream of the day that they will finally be free. But while seeking this freedom, Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted. So to free herself from the bounty that follows her, Kay will need to pull off one of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nyx will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships, all whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nyx's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open-world locations and the wilds of space. One of these locations is Tashara, a moon that features windswept savanna and amberine canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Kay and Nyx will encounter several criminal syndicates that learn that everything is measured in the value of influence, reputation, or cold, hard credits. This presents an abundance of opportunities and dangers for a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massive in Sweden, along with Ubisoft ANSI
Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws gameplay. If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. So, ich hoffe jetzt mal nicht, dass hier jetzt einfach der Trailer von gestern gezeigt wird, ne? Ne, das ist was anderes. Ah, Work in Progress does not represent final quality. Doch, das sieht danach aus, ne? Von gestern, oder? Ne, sieht nicht danach aus. Sehr gut. Ah, da ist das Ding. Das knuffige Ding. Das ist wieder das knuffige Ding. Mag Star Wars, aber ich bin nicht so hart in der Star Wars Welt wie andere, die ich kenne. Vielleicht ist es auch ganz neu. All right, Nix. Let's go get paid. That worked. Hat viel getan, ne? We cannot trust those officers. They take our credits now, but what stops them from stabbing us in the back? Nix. Ah, okay. Da sieht man ja auch mit RB kann man, also dann mit der anderen Schultertaste kann man dann seinen Kumpanen rufen. Und mit LB halt, mit der anderen Schultertaste dann halt schießen, ne? Interessant. Oh, das wäre doch so auffällig. Das ist doch so auffällig. Oh gut, das denkt man sich immer wieder. Star Wars Co. wird auch bis zum letzten Tropfen gemolken. Ja. Nicht nur filmetechnisch oder serientechnisch, sondern auch spieletechnisch. Hey, I was just leaving. Okay, we'll figure this out. Shield. Ins Gesicht. Oh. Ach, das ist der Blaster, oder? Nee, das war nicht der Blaster, das war die Lebensanzeige, Gott sei Dank. Let's try this out. Oh. Das hat aber nicht lang gedauert. I think that went pretty well, right? Oh, these guys don't quit. Wir müssen erstmal schießen lernen, ey. Sieht schon ziemlich nice aus. That was close. ND5, I got the package. Where are you? Waiting for you in Jauntus Hope. Were you seen? I said I got it. What else matters? Should I assume we won't be working for the Pikes anytime soon? Well, they'll probably forgive me. Comforting. There's Jauntus Hope. We made it, Nix.
Jonta's Hope. Okay. Hey, Andy. You're late, Kay. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Round 2 and I still like my odds. Kay Vess. Back already? I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Hey, these aren't toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to, if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Und dafür 2500 Credits gekriegt. Nice. All troopers, we have reports of a fugitive in Jonta's Hope. Move to apprehend. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. Escape the Empire. We need to leave. Yeah, no kidding. Jetzt wird geflogen. Jetzt wird schön geflogen. Are we good? Nothing on the sensors yet. Anybody on the sensors now? TIE fighters on us. Got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Thanks, I'm working on it. ND, get us out of here. Stooling hyperdrive. Let's jump. Oben. Da hat man gesehen, dieses... We Okay. made it. Ja. Cave the Empire. The Broker. Quest completed. Nicht schlecht. Oh. Hey.
Got your new toy. So, where do we go next? Bin ich noch da? Hallo? Anywhere we want. Dann bin ich noch live, ne? Muss ich gerade mal ganz kurz gucken. So. Aber sieht schon spektakulär aus. Ja, sowohl für die Xbox als auch wahrscheinlich für den PC erscheinen. Ne? Star Wars Outlaws. Ich glaube, es hatte sogar... Ja, genau. Ja, kommt erst nächstes Jahr, genau. So war das. Kommt erst nächstes Jahr. Und das war's. Wobei ist sie. 1,5 Stunden ist sie gut gegangen. Da sehen wir nochmal das Publikum. Es ist ja wirklich live gewesen. Es ist ja, ne, es ist Publikum da gewesen. Von den ganzen Machern hinüber bis natürlich zu bekannten aus der Videospielbranche. Wir haben ja, wie gesagt, einen Phil Spencer gesehen und natürlich noch viele andere, die halt auch mit dabei waren. Jetzt kommen sie alle nochmal auf die Bühne. Und damit, ja, hier sehen wir es nochmal, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder alle die jetzt, wie gesagt, mit dabei waren. Und es gibt dann natürlich auch ein bisschen mehr zu Prince of Persia, Assassin's Creed und zum Spiel Star Wars Outlaw. Dann auch noch später in den Ubisoft Streams. Natürlich werden wir auch nach und nach da auch ein bisschen mehr sehen und ein bisschen mehr davon hören. Selbstverständlich die News dazu kriegt ihr natürlich hier bei Derchotv. Und ja, das ist sie gewesen, die Ubisoft Forward. Klar, dass dann natürlich Star Wars Outlaw und die, wie soll ich sagen, die entsprechende ja, Assassin's Creed Mirage ja natürlich, so sagen wir mal, das Größere war. Es gab ja dann natürlich auch The Crew Motorfest, was mir auch sehr gefallen hat, muss ich ja ehrlich zugeben. Und Assassin's Creed Mirage sah auch toll aus. Skull and Bones haben wir wieder ein bisschen was gesehen. Dann gibt es eine Closed Beta vom 25. bis zum 28. Prince of Persia, ne? Lost Crown im Übrigen auch noch mit dabei. Und natürlich zu Beginn, was wir ja gesehen haben, Avatar Frontiers of Pandora. Das sah auch ziemlich nice aus. Kommt ja im Dezember raus. Und alles natürlich dann, wie gesagt, ja auch noch bei Ubisoft Plus, wenn man das ja sehen möchte und spielen möchte. Und natürlich gibt es ja auch noch, oh, try Ubisoft Plus for free on PC. Okay, and now on Xbox. Ja, guck mal, gibt es jetzt auch Ubisoft Plus für 7 Tage. Ja, für 7 Tage, für eine Woche. Ja gut, warum nicht, ne? Kann man ja mal probieren. Muss ich hier nochmal schauen. Wie viel kostet nochmal Ubisoft Plus? Warte mal, Ubisoft Plus. Das ist im Übrigen kein Streaming-Dienst oder sowas. Nein, das ist Abo-Service. Über 100 PC-Spiele kann man dann spielen. Und wie gesagt, es gibt jetzt geradewegs die Möglichkeit, bis zum 21. Juni 15 Uhr Ubisoft Plus für eine Woche kostenlos auszuprobieren. Ich würde aber sowieso mal gerne sehen, wie das so an sich funktioniert. Abo-Modelle, genau. 14,99 dann im Monat und Multi-Access für 17,99. Guck mal, also eine Woche zum Testen. Och, warum nicht? Ich weiß nicht. Wäre schon interessant, so ein paar Spiele würde ich da halt gerne spielen. Das sind ja halt PC-Spiele vor allem. Aber wieso nicht? Ja, das ist es gewesen mit der Ubisoft Forward für heute. So ein kurzes Resümee halt zum Ende. War auch sehr interessant, wie gesagt, vor allem das neue Assassin's Creed Mirage und natürlich jetzt zum Schluss Star Wars Outlaws. War jetzt so gesehen so der große Punkt. Wir haben auch natürlich andere Spiele noch gesehen. Ein paar ganz, ganz kurz, andere etwas länger. Und ja, da können wir uns drauf freuen. Diese Spiele werden wahrscheinlich dann auch zum Teil, sagen wir mal, auf der Gamescom auch zu sehen sein. Wieso nicht? Und ja, ich freue mich drauf, dass wir das hier heute gemacht haben, auch wenn der Nitram jetzt, so sagen wir mal, einigermaßen gefehlt hat. Aber naja, was soll's. Gut, eigentlich hätte ich mir jetzt noch so überlegt, eventuellerweise gleich noch weiter live zu gehen. Das
habe ich mir jetzt ausgeschlagen. Ganz einfach, weil ich mir jetzt so gedacht habe, naja, einen Montagabend mal um 20:30 Uhr mal den Stream zu beenden, warum auch nicht. Da bin ich jetzt auch gut über 2 Stunden jetzt auch live gewesen. Eigentlich hätte ich mir jetzt noch überlegt, vielleicht noch Pokémon Karmesin weiterzuspielen. Aber ich habe mir gedacht, nee, dann lieber nicht. Oder mache ich doch? Weißt du was? Wir machen es doch. Ja, ich bleibe dann gleich mal dran. Oder bleibt mal gleich einfach mal dran. Gleich gibt es in ein paar Minuten dann hier noch Pokémon Karmesin. Ich werde das hier gleich auch noch mal ein bisschen vorbereiten. Und das Update-Spezial seht ihr dann im Laufe des Dienstags morgen dann also. Oder zumindest vielleicht noch heute Abend auf derchotv.de und auf YouTube. Und ja, mal schauen. Sonst wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, falls ihr jetzt nicht gleich dabei bleiben wollt. Und sonst, ja, sehen wir uns dann am Mittwoch wieder spätestens. Sonst sehen wir uns gleich wieder hier mit einem besonderen Schmankerl, nämlich dann noch mit ein bisschen Pokémon hier bei derchotv. Bis dann.